Frau Obergfell, das digitale Sommersemester ist sehr erfolgreich gelaufen mit 90% digitalem Lehrangebot. Es gab Umfragen, die gezeigt haben, dass die Zufriedenheit so ein bisschen durchwachsen war. Aber wir haben viel gelernt. Welche Lernerfahrungen nehmen wir dann aus dem Sommersemester mit in das nächste Wintersemester? Ja, unter den dramatischen Umständen und Bedingungen ist es gut gelaufen. Und wir haben eine ganze Reihe von Learnings, die wir aus dem Sommersemester nehmen. Für mich ist ein wichtiger Punkt die Notwendigkeit von zeitunabhängigem Lernen für Studierende. Das betrifft nicht unbedingt nur Studierende mit Kinderbetreuungspflichten oder Ähnlichem, sondern wirklich alle Studierende. Und der zweite ganz wichtige Punkt, das ist auch aus den Umfragen herausgekommen, ist der Austausch, der fehlende Austausch, den wir versuchen müssen, noch besser herzustellen zwischen Lehrenden und Studierenden, aber ganz besonders zwischen Studierenden untereinander. Das fällt ja nun weg, wenn sie nicht im Hörsaal sind. Gibt es denn da schon konkrete Ideen, wie Sie zum Beispiel das für die Studierenden wichtige Thema der asynchronen Lehre umsetzen können? Denn das heißt ja für die Lehrenden meistens auch, dass sie mit der Vorbereitung dieser Lehrveranstaltung mehr Aufwand haben. Wie kriegt man das in einen Schuh? Wir haben ganz frühzeitig begonnen, Hörsäle, und zwar eine ganze Reihe von Hörsälen, auszurüsten mit entsprechender Aufnahmetechnik. Wir haben eine ganze Reihe von Leihsets, die man sich ausleihen kann für Aufnahmetechnik. Und wir haben auch eine Softwarelizenz dafür, Campus-Lizenz angeschafft. Das heißt, wir wollen es für die Lehrenden so einfach, so technisch komfortabel wie möglich machen, um die Veranstaltung aufzunehmen. Das heißt, die müssen das auch nicht von zu Hause machen. Die können hier zu uns in die entsprechend hergerichteten Räume kommen. Und sie sind natürlich auch in didaktischer Hinsicht, bekommen sie Assistenz über unsere Taskforce Digitale Lehre. Und ich denke, da können auch diejenigen, die vielleicht so ein bisschen Berührungsängste haben, sich aufgehoben fühlen. Zusammenkommen, miteinander sprechen, sich begegnen. Ganz wichtig in einer Universität, Sie sprachen es an, war im Sommersemester problematisch. Wie kann das jetzt gelingen? Ja, das ist in der Tat noch ein kniffliges Problem. Wir versuchen das mit digitalen Tools, mit digitalen Hilfsmitteln zu lösen. Denn klar, die Studierenden sitzen nicht im Hörsaal nebeneinander und können ganz locker ins Gespräch kommen, sondern sitzen jetzt jeweils vor ihrem Laptop. Und eine super Idee, die aufkam in unserer Online-Konferenz Humboldt diskutiert, war die Idee einer digitalen Kaffeepause. Das finde ich großartig. Da muss man sich zwar den Kaffee selbst kochen, aber jeder sitzt eben vor seinem Bildschirm und hat die Möglichkeit, ganz locker, unabhängig von einer Vorlesung, einem bestimmten Thema, ins Gespräch zu kommen. Das Wintersemester beginnt, der Herbst beginnt auch, der Winter kommt erst noch. Ich weiß, es ist gewagt, aber wenn Sie eine Prognose wagen wollten, was glauben Sie, wo wir im Februar am Ende des Wintersemesters rauskommen? Prognosen wage ich besser nicht. Ich kann hier aber sagen, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns, dass wir am Ende dieses Wintersemesters ein studierbares Semester mit möglichst dem gesamten Lehrangebot hinter uns gebracht haben, dass das Prüfungsgeschehen für die Studierenden und für die Lehrenden und alle, die es organisieren mussten, gut anläuft, denn am Ende des Semesters läuft ja dann die Prüfungszeit erst an, und dass wir hier auch, muss ich sagen, durch die Politik verlässliche Vorgaben bekommen, denn wir sind in dieser wirklich schwierigen Situation, in der wir uns ja seit dem Sommersemester befinden, sind wir auch davon abhängig, inwieweit uns die Rahmenbedingungen von außen gesetzt werden. Die Botschaft ist ganz klar, bitte packen Sie mit uns gemeinsam dieses schwierige Wintersemester nochmal an, im Sinne und zugunsten unserer Studierenden. Vielen Dank.